Und wenn ich heute irgendwo auf dem Globus eine Nadel reinstecken könnte oder sollte, wo ich sage, wo ist das Kompetenzzentrum für Automatisierung, dann würde das die Nadel wahrscheinlich ziemlich genau Erlangen treffen. Man muss die Grenzen kennen, aber wenn wir hier nicht technologieoffen sind, zumindest nicht in der Anwendung von diesen Technologien, dann glaube ich, machen wir einen Fehler. Bill Gates hat gesagt, es gibt keinen Bereich des menschlichen Schaffens, den die KI nicht verändern wird. Das kann man jetzt unterschiedlich auffassen. Ich habe den Eindruck, CEOs und Ingenieure sind nahezu euphorisch, was da alles möglich sein wird. Der Rest der Gesellschaft, da überwiegt, sehe ich so, viel Skepsis, da sind noch viel Ängste, da ist viel Überzeugungsarbeit möglicherweise nötig. Umso wichtiger sind Informationen und auch Abende wie dieser, wo zwei der wichtigsten Unternehmen der deutschen Industrie uns so ein bisschen teilhaben lassen, was sie sich von industrieller KI erwarten, was möglich ist und was vielleicht auch nicht. Was heißt KI? Zunächst mal KI im weiteren Sinne, also man spricht über Machine Learning, künstliche Intelligenz. Das hat ja schon viel, viel früher begonnen. Und ich glaube, da haben wir schon einiges zu bieten. Siemens macht es seit Dekaden, dass wir an diesen Themen arbeiten. Unsere Produkte haben auch schon KI embedded, also in dem Software-Stack. Aber ich glaube, man redet heutzutage, wenn man über KI spricht, mehr über die LLMs, diese großen Modelle, die eigentlich sehr generisch sind. Also die sind nicht auf irgendeine Aufgabe trainiert, sondern die sind sehr generisch. Und da stehen wir ganz weit hinten. Es gibt eigentlich kein LLM, kein Large Language Model aus Deutschland, was irgendwie mitspielt. Es gibt eins aus Frankreich, was in der ersten Liga mitspielen kann, heißt Mistral. Und dann war es das. Alle anderen finden wir in USA und im Wesentlichen in China. So, und das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist dass diese Modelle, die machen sehr, sehr viel. Das merkt man schon. Also die arbeiten teilweise besser als ein Google Search. Also man kriegt ganz andere Informationen. Sie können einem eine Rede schreiben oder Ähnliches. Wenn die Frage kommt, wie viel von den Modellen sind jetzt schon im industriellen Umfeld tätig und agieren dort, das sind wir erst am Anfang und da haben wir noch eine Chance, vorne mitzuspielen. Obwohl China und die USA Milliarden reinbuttern und obwohl der US-Präsident die Regulierungen sehr viel offener handhabt als die EU? Ja, weil zunächst mal ist es so, das sind ja sehr generische Modelle, die im Wesentlichen, die heißen deswegen Large Language Models, weil sie im Wesentlichen auf Sprache trainiert sind, die sagen einem vorher, was ist mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das nächste Wort dieses oder jenes und dann entsteht da ein Fluss von Wörtern. Das ist der prinzipielle Grundgedanke. Wenn wir über industrielle KI reden, dann reden wir über multimodale Modelle. Das heißt, die füttern wir nicht nur mit Sprache, übrigens Software ist auch eine Sprache, sondern mit Videostreams, mit Timestamp-Data, also Daten, die aus der Fertigung kommen, aus Gebäudetechnik kommen, also industriellen Daten. Und die kommen alle zusammen. Das sind also dann multimodale Modelle. Und die letztendlich arbeiten anders. Die muss man auch anders trainieren. Also man redet über Tuning, dass man also generelle Modelle nimmt und die dann wirklich auf spezielle Aufgaben mit speziellen Daten trainiert. Und das ist eine andere Welt. Die meisten großen Modelle, die wir heute kennen, haben diese proprietären Daten noch gar nicht gesehen. Das ist eigentlich der große Hub, der noch vor uns steht. Und damit kriegt man dann auch diese Modelle in die reale Welt, wo sie dann wirklich auch Aufgaben ausführen, teilweise auch autonom ausführen. Und da kann man eben nicht halluzinieren. Ne? Das funktioniert dann nicht. Also wenn heute mal eine Frage kommt und dann denkt man sich, was hat jetzt ChatGPT geraucht, weil das ist ja komplett daneben. Das in der Fertigung ist keine gute Idee. Das stimmt. Aber wenn ich richtig verstanden habe, ist das auch die Chance für Ihre Unternehmen, für deutsche und europäische Unternehmen, mit den Daten, die die Chinesen eben nicht haben, die eigenen Bedürfnisse besser zu befriedigen, die der Kunden? Ganz genau. Also diese Modelle und nebenbei, jetzt kommt die gute Nachricht, von diesen großen Modellen, die es heute gibt. Ich habe sehr auf die gute Nachricht gewartet. Von den großen Modellen, die es gibt, also ich meine, Amazon hat eins, Microsoft eins, dann haben wir die Anthropic, OpenAI, also ChatGPT und so weiter. Diese Modelle die trainieren wir dann auf Daten, auf industrielle Daten, um dann wirklich auch konkrete Applikationen zu machen.
der Wechsel von einem Modell zum anderen ist deutlich leichter als der Wechsel von einer Cloud-Software, die ich heute benutze. Also wenn ich heute auf Amazon Cloud bin oder auf Microsoft Cloud, da zu wechseln, das ist richtig, das ist Heavy Lifting, kostet viel Geld. Ein Modell auszutauschen gegen ein anderes, das ist relativ einfach, kostet nicht so viel Geld. Das heißt, die Differenzierung, und da müssen sich dann auch diese Firmen Gedanken machen, wie kann man sich weiter differenzieren in diesem Wettbewerb. Die Differenzierung im industriellen Bereich kommt dann eher, wenn man wirklich auf die speziellen Anwendungen kommt, auch auf spezielle Daten trainiert hat und die dann im Feld einsetzt. Und da ist besteht eine Riesenchance, dass wir zumindest einige Firmen haben, die eine führende Position einnehmen. Das ist nicht gegeben. Ich meine, das machen natürlich auch amerikanische Firmen, machen auch chinesische Firmen. Aber wir haben da eine große Chance. Herr Rosenfeld, Sie, Schaeffler, Sie sagen, Sie haben mal gesagt, Schaeffler kann mehr als Auto. Es ist natürlich bekannt als Automobilzulieferer. Das ist im Moment keine einfache Sache. Sie müssen und Sie wollen sich breiter aufstellen. Sie haben auch die Fühler ausgestreckt Richtung humanoide Robotik und Rüstung, wie ich gelesen habe. Welche Rolle spielt da die KI? Ja, lassen Sie mich zuerst mal das nochmal erklären, warum ich gesagt habe, Schaeffler ist mehr als Auto. Ja. Schaeffler gibt es seit ungefähr 80 Jahren. Und die Schaefflers haben angefangen als ein Start-up. Und die haben angefangen, ein spezielles Lager zu erfinden, was damals keiner geglaubt hat, dass das geht. Das ist das sogenannte käfig geführte Nadellager. Wenn Sie das herstellen wollen, müssen Sie sich damit beschäftigen, wie Sie Metall auf extremer Präzision verarbeiten. Das ist das, was die Firma eigentlich kann. Und das kann sie seit 80 Jahren und das kann sie, würde ich sagen, immer noch so, dass man auf der Welt wenige findet, die das immer noch können. So, wenn Sie heute natürlich in Sektoren denken, dann können Sie immer sagen, den Großteil unseres Geschäftes machen wir im Autogeschäft, aber unsere Kompetenz geht viel weiter. Unsere Kompetenz, und das sagen wir auch mit unserem Claim, we pioneer motion. Wir sprechen nicht über Mobilität, wir sprechen über Bewegung. Und so ein Humanoider ist eigentlich der perfekte Anwendungsfall. Denn da geht es am Ende des Tages darum, hochpräzise Bewegung zu organisieren. Ob Sie das als Drehbewegung machen oder als Linearbewegung, ob Sie das nur mit der Komponente machen oder als Kombination mit einer Elektromotor, mit einer Steuerung, mit einem Sensor, da kommen Sie dann halt zu den smarten Aktuatoren. Das ist eigentlich das, was uns interessiert. Schaeffler sieht man nicht, aber wenn es die Lager nicht gibt, dann bleiben die meisten Sachen irgendwie stehen. Und dieser Humanoid, der hat eine gewisse Faszination. Wenn man ganz viel Fantasie hat, ist das sowas Ähnliches wie ein Auto. Es sollte niemand überraschen, dass gerade die Teslas und die Xiaomis und die Chinesen, die das heute machen, genau diejenigen sind, die damit experimentieren. Weil das System ist software-defined und es braucht am Ende des Tages sogar relativ mehr als das Auto, eine hochpräzise Mechanik. Und das ist das, was uns interessiert. Wir sind eigentlich Hochpräzisionsmechaniker, die jetzt diese Kompetenz nutzen und verstehen, dass das Ganze nur mit Software zusammen funktioniert. Und da kommt dann die KI ins Spiel, weil ein Humanoider ist halt was anderes als ein reiner Industrieroboter. Der braucht halt am Ende des Tages eine gewisse künstliche Intelligenz, um seine einzelnen Bewegungen koordinieren zu können. Und das macht die Sache so faszinierend. Aber Schaeffler muss eigentlich von seiner Kompetenz her verstanden werden und nicht von dem Sektor, in dem sie es anwenden. Ja. Und so können Sie es auch mit der Rüstung sagen, so können Sie es auch mit dem elektrischen Fliegen sagen. Wir wollen das mitbringen zur Party, was wir am besten können. Da kommen oft Leute und sagen, ja, ziehen Sie jetzt auch weg aus Deutschland. Da sage ich immer, wie wollen Sie denn das machen? Wie soll denn das gehen? Ich kann doch nicht da das ganze Werk mit 8.600 Leuten auf einen Laster packen und nach irgendwo anders hinbringen. Wir sind doch hier verwurzelt und wir wollen doch auch hier bleiben. Wir sind gerne hier. Und das ist ja nicht mein Unternehmen, sondern das Unternehmen der Familie Schaeffler. Ja. Die haben hier ihre Tradition und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass auch die nächste Generation der Schaefflers jemals auf die Idee kommen würde, hier wegzugehen. Sondern das ist doch hier unsere Heimat. Und wir haben doch alle Bedingungen, die wir wollen. Unternehmer, die das gegebenenfalls mal tun. Ja. Also das ist für mich überhaupt keine Debatte. Wir sind hier verwurzelt. Die machen hier seit Generation ihr Geschäft und dabei bleibt es auch. Ihr auch, ne? Es war jetzt gerade Grundsteinlegung heute. Genau. Vor 2 Jahren hatten wir gesagt, wir investieren 2 Milliarden, davon die Hälfte in Deutschland und davon gehen zum Beispiel 500 Millionen jetzt in den Technologie-Campus, den Siemens Campus. Die kurze Antwort ist, weil wir hier einfach ganz, ganz tolle Leute haben, die das
entwickelt haben, fertigen, was heute eigentlich die Welt bewegt. Ich glaube, jede dritte Linie, Fertigungslinie ist mit Siemens Automatisierung gesteuert. Und wenn ich heute irgendwo auf dem Globus eine Nadel reinstecken könnte oder sollte, wo ich sage, wo ist das Kompetenzzentrum für Automatisierung, dann würde das die Nadel wahrscheinlich ziemlich genau Erlangen treffen. Also haben Sie das gehört? Die Region, also da schließe ich natürlich Nürnberg mit ein. Aber das muss man einfach mal sehen. Wir sind, was Automatisierung anbelangt, das Siemens automatisiert nicht alles, also nicht nur Fertigungen, Gebäude, Netze, Züge und was die industrielle Automatisierung anbelangt, das Zentrum ist hier. Und das hat auch mit dem Ökosystem zu tun. Wir haben eine ganz, ganz tolle Universität oder Universitäten hier in der Umgebung. Wir haben tolle Firmen, auch das ganze Ökosystem, was dazu bewirkt, dass wir einfach diese Marktführer, kann man nur sein, in Technologien, wenn man auch Kunden hat, die auch herausfordernd sind und auch immer wieder das Limit hochsetzen. Und das passiert hier in Erlangen. Deswegen ist es uns auch leicht gefallen, da nochmal zu investieren, weil wir einfach ein ganz, ganz tolles Team haben. Super innovativ und wir pilotieren ja auch in dieser Fertigung die nächste Generation an Fertigungstechnologien. Ich kann es vielleicht noch ergänzen, wir haben bei Schaeffler ja unseren Hauptsitz hier, wir haben vor 1,5 Jahren unser neues Technologiezentrum eingeweiht. Das ist quasi ein Technologiezentrum, wo alle unsere Labore unter einem Dach jetzt zusammen sind. Das ist für uns in der Gruppe das modernste Zentrum, was es gibt. Und das ist die Basis, wo dann eben tatsächlich auch zum Teil sogar Grundlagenforschung gemacht wird, um die Produkte der Zukunft zu entwickeln. Und das ist ein ganz klares Commitment hier zu der Region. Und das ist auch ein Commitment an die Menschen, die wir hier beschäftigen. Mhm. Und das ist ja nichts Statisches, sondern das ist ja etwas, wo man auch die Menschen begeistern muss. Und ich glaube, da haben wir hier hervorragende Voraussetzungen. Es gibt vielleicht einen Punkt noch, wenn man jetzt mal die Brücke spannt zu deiner Einleitung KI und das ganze Thema. Wenn ich jetzt die gleiche Frage stelle, wo würde ich denn die Nadel in die Welt stecken, wenn es um KI geht? Das ist nicht Erlangen, das muss ich sagen. Tut mir leid, noch nicht. Industrielle KI, lass mal gucken. Aber dann landet die Nadel definitiv irgendwo in Seattle, in San Francisco, Palo Alto oder ähnliches. Und da muss man auch sagen, und das ist eigentlich der Vorteil einer internationalen Firma. Wir haben jetzt vor kurzem den Chefentwickler für LLMs von Amazon oder AWS, den haben wir für Siemens gewinnen können. Der fängt jetzt an, aber der fängt halt in Seattle an. Und da werden wir auch ein Nukleus aufbauen. Heißt aber nicht, dass wir sagen, wir wollen die Kompetenzen, die wir haben, in Richtung Software, Automatisierung hier nicht weiter aufbauen. Aber ich muss dann dahin gehen, wo irgendwie die Top-Leute sind, wo die Musik spielt, wo das Ökosystem ist, dass man auch die Geschwindigkeit setzt. Und dann aber ein Spillover machen und sagen, wenn wir diese Modelle trainiert haben, dass wir die dann auch in unser Ökosystem hier in Deutschland übertragen. Also das heißt, das ist eine globale Welt, die ist vernetzt. Und wir müssen dorthin gehen, wo wir die Top-Kompetenzen finden, weil wenn wir Schritt halten wollen mit der unglaublichen Geschwindigkeit, mit der KI jetzt eigentlich die ganze Welt verändert, dann kann man das nicht versuchen aufzubauen. Man muss praktisch wirklich in diesem Ökosystem mit dabei sein, welches die Geschwindigkeit gibt. Auf ein Produkt der Zukunft gucken und auf eine Anwendung, den Industrial Copilot, den Siemens mit Microsoft entwickelt hat und den Schaeffler auch als Anwender nutzt. Vielleicht eins, warum braucht es sowas für die Industrie, so ein eigenes Sprachmodell? Also das ist im Wesentlichen ist das ein Modell, und jetzt kommt der Punkt, abgeleitet von einem generellen Modell, also Microsoft. Wir setzen da auf das LLM, was von Microsoft kommt, schräge OpenAI. Kann auch ein anderes sein übrigens in der Zukunft. Trainieren es auf ganz spezielle Aufgaben. Und das ist eine spezielle Aufgabe, ein Roboter am Shopfloor. Also es geht im Wesentlichen darum, vereinfacht gesagt, wir können Shopfloor-Kolleginnen und Kollegen mit natürlicher Sprache einen Roboter programmieren. Also ihm zu sagen, mach mal das, und er macht das dann halt vielleicht nicht auf Fränkisch am Anfang, aber auch das wird er lernen. Und dann macht er das. Und dann macht er das aber so, dass das auch funktioniert, dass man den auch loslaufen lassen kann. Am Anfang ist das noch ein Co-Pilot. Ein Co-Pilot, der macht einen Vorschlag, und es gibt dann noch einen Human in the Loop, also einen Menschen, der dann am Ende sagt, okay, so läuft es, so machen wir das. Später, wenn es dann Agents werden, das ist der große Unterschied, dann läuft er mal eben los. Wenn man ihm die Aufgabe gegeben hat, dann fragt er nochmal nach, habe ich dich richtig verstanden? Und wenn du sagst ja, dann tut er.
Soweit sind wir aber noch nicht. Nee, da arbeiten wir dran. Aber diesen Copilot... Der Copilot ist eine interessante Geschichte und ich glaube, das führt nochmal zu der Frage zurück, wo stehen wir im Wettbewerb mit Amerika und China? Am Ende des Tages werden wir nie mit den Amerikanern, die Chinesen in der Dimension mithalten können, mit der die in KI investieren. Wir haben das nicht in dem Sinne erfunden. Wir haben nicht diese Ökosysteme, die Roland gerade angesprochen hat. Aber was wir haben, ist, wir haben eine sehr starke Industrie und vor allem eine sehr starke Fertigungsindustrie. Und der Copilot ist ein tolles Beispiel. Bei dem Copilot und der KI können Sie nur das beibringen, was Sie tatsächlich auch praktisch irgendwo erleben können. Und da, wo tatsächlich produziert wird, am besten noch in großen Mengen, sind die Einsatzgebiete für sowas eben ideal. Und wir haben uns zusammengetan, weil wir eben als Fertigungsunternehmen kleine Teile ganz viele Male herstellen. Und da können Sie halt bestimmte Dinge ausprobieren. Wenn Sie jetzt eine Manufaktur sind, die eine Uhr herstellt, dann brauchen Sie keine KI. Aber wenn Sie was industrialisieren wollen, wenn Sie was skalieren wollen, wenn Sie verstehen wollen, wo geht da was schief, dann brauchen Sie genau diese Art von Fertigung. Und da haben wir den Amerikanern was voraus. Da können wir zumindest mit den Chinesen noch mithalten. Und deswegen glaube ich, dass man die KI als etwas nutzen muss, um diese Anwendung der KI zu trainieren und voranzubringen. Da haben wir eine Chance. Und wir leben ja davon, dass wir die besseren Ideen haben und dass wir auch mal Dinge anders machen. Und ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, total wichtig, dass man nicht immer nur sagt, oh, die Amerikaner sind größer und die Chinesen machen alles schneller. Also wir müssen auch unseren Spot finden, wo wir genau den Hebel haben, den die anderen suchen. Und das ist die Anwendung der KI in der industriellen Produktion. Und da glaube ich, wenn wir das richtig machen, dann machen uns nicht allzu viele Leute was vor. Dann würde ich gerne jetzt mal auf die Bühne eines dieser Produkte holen. Und bevor wir ihn gleich hier sehen, schauen wir uns erstmal so einen kleinen Film dazu an. Unitree G1, der sich jetzt so langsam auf mich zubewegen sollte. Vielleicht ist er das auch nicht so gewohnt hier mit den... Und dann habe ich gelernt, herzlich willkommen. Ich finde es ja interessant, dass ich automatisch das Gefühl habe, ich müsste freundlich zu ihm sein. Ja. Aber dass ihm das ja völlig egal ist. Na, das täuscht dich nicht. Sei freundlich zu deinem LLM. Das ist echt ganz wichtig. Wenn du eine Frage hast, sei immer freundlich. Aber von Julius habe ich gehört, das ist übrigens Julius Bockham, eins der Young Talents, die wir nachher auch noch erleben werden. Was erhoffen Sie sich durch so einen Gesellen? Gut, das ist, wie gesagt, ein interessanter Anwendungsfall für künstliche Intelligenz und die Kombination von, ich sage es etwas simpel, von Hardware und Software. Warum beschäftigen wir uns mit diesen Humanoiden? Aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, das ist ein Anwendungsfall für unsere eigenen Produkte. Um hier ehrlich zu sein, das ist ein chinesisches Fabrikat, da ist nicht wirklich was von uns drin. Aber wir haben das uns angeschafft, um damit auszuprobieren, um die Steuerung zu verstehen, wie das Ding sich bewegt. Und Sie können sich vorstellen, in Zukunft, so ein menschlicher Roboter hat ja unterschiedliche Gelenke. Das ist genau das, was wir gerne liefern wollen. Da sind wir sozusagen derjenige, der dem Roboterhersteller oder dem Humanoid-Hersteller dann als Lieferant zur Verfügung steht. Wir wollen das aber auch einsetzen. Und wir haben heute schon diese Dinger im Einsatz. Wo tut man das? Haben Sie gerade in dem Film gesehen, das macht man da, wo zum Beispiel sehr schwere Lasten von links nach rechts bewegt werden müssen, wo es gefährlich ist, wo es heiß ist, wo ein normaler Industrieroboter versagt.
Das ist der zweite Fall. Natürlich wollen wir damit auch verstehen, was passiert, wenn Sie diese Anwendung skalieren. Und Sie können sich auch noch vorstellen, und das ist so der vierte Fall für uns, die meisten von diesen Teilen, die sich da bewegen, gehen irgendwann mal kaputt. Und Sie brauchen dafür nachher auch ein interessantes Service-Modell. So, das ist sozusagen das, was uns interessiert an dieser Anwendung. Das ist noch am Anfang. Es gibt heute zwar schon eine ganze Reihe von den Herstellern, die das machen. Das sind in der Regel etablierte Autofirmen oder Startups. Und wir sehen da ein gewisses Zukunftspotenzial. Der Kapitalmarkt findet das interessant. Da werden schon die wildesten Überlegungen gemacht, wie viele Millionen von diesen Dingern gebraucht werden. Da sind wir etwas vorsichtiger. iPhone-Moment der Humanoiden. Ja, aber wie gesagt, es ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt, denn das ist natürlich eine faszinierende Technik. Und das wollen wir gerne mit dabei sein. Da brauchst du seine Use Cases. Da müssen Sie natürlich genau überlegen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Aber es ist ein faszinierendes, sozusagen eine neue Entwicklung, die wir gerne mitgestalten wollen. Ist da was von Siemens drin? Also vom Software-Stack ist da was drin, gerade wenn es um das Greifen geht. Und da haben wir einen Beitrag. Das ist ein super interessantes Beispiel wir haben vorher gesprochen über Software-Defined Hardware. Also ein autonomes Auto ist Software-Defined Hardware, auch er ist ein Software-Defined Hardware. Deswegen, weil der Technologie-Stack ist ziemlich gleich dem von einem autonom fahrenden Fahrzeug. Also, was braucht es? Es braucht Sensorik, also Kameras, er braucht taktile Sensorik, wenn er greift. LiDAR-Sensor hat er auch drin, das wird in Autos verbaut. Dann braucht er Aktuatorik, Auto auch. Und das muss gekoppelt sein über einen Software-Stack, der ihm dann eine Steuerung natürlich. Auch diese Steuerung, die kann nicht zu groß sein. Das heißt, die Modelle, die trainiert werden, die werden in der Cloud trainiert. Und wenn sie dann funktionieren, dann springt man sie mit einem kleinen Footprint auf eine Steuerung, die dort läuft. Da kann man keine 100 GPUs einbauen, funktioniert nicht, vielleicht eine. Und dann läuft da eben ein Software-Stack, ein autonomer, weil er soll ja irgendwann mal nicht das tun, was man ihm vorher beigebracht hat, sondern der soll ja relativ flexibel arbeiten. Und in der Weise, ihr besetzt sicherlich und da gibt es eine Schlüsselkomponenten, das sind Gelenke, das ist die Aktuatorik, da seid ihr saugut, da könnt ihr was beitragen. Wir sind bei dem Software-Stack weit, wir können Antriebe, wir können die Hardware und auch teilweise die Software. Ja, und am Ende baut das ein Ökosystem zusammen. Und da geht es darum, möglichst schnell zu lernen und sich zu differenzieren und das zu machen, was man halt richtig gut kann. Ne? Aber im Test noch, weitgehend, ne? Ja, ich meine, es gibt die meisten Roboter, die nicht mehr im Test sind, die schauen nicht so aus, sondern es ist ein Arm, der auf dem Tisch hängt und der tut auch schon spannende Sachen. Also Griff in eine Kiste sozusagen, irgendein Teil rausgreifen, ne? Das ist für uns trivial. Für Roboter ist alles andere als trivial. Da haben wir Anwendungen auch schon im Feld. Übrigens, diese Modelle werden übrigens in einer fotorealistischen Umgebung trainiert. Denn wenn Sie so einen Roboter wenn du einen Griff in die Kiste trainieren möchtest und es ist nicht fotorealistisch gemacht, also mit all den Schatten und Spiegelungen, dann greift der Roboter am Ende nicht gut. Dann landet er sich halt 1 von 10 Mal daneben. Das reicht nicht. Wenn ich mir dann wirklich mit hohem Aufwand fotorealistisch trainiert, dann greift er perfekt. Solche Sachen findet man. Bis er dann halt wirklich mal so allein loslegen kann in der Fertigung, wird es noch ein bisschen dauern. Dann sagen wir ihm erstmal Tschüss, oder? Also ich habe so ein Ding in meinem Einsatz gesehen bei einer Party in Austin. Und zwar hat das Ding Bier gezapft. Ja? Konntest du hingehen, hat sich das Ding gefragt, was willst du für ein Bier? Dann kam da so eine Hand, hat das Bier gemacht. Aber das Erstaunliche war, dass das tatsächlich auch von sich aus eine Kommunikation angefangen hat. Nice watch, hat's gesagt. Ja? Ja. Wo du gedacht hast, was ist das? Dann hat mein Kollege aus Amerika in dem quasi Gespräch gesagt, could you please say hello to my granddaughter Arabella? Hat das Ding gesagt, hello Arabella. Sie haben ja hier etwas, was nicht einfach nur vorgefertigte Bewegung ausführt, sondern was reagieren kann. Und das macht dieses Ganze schon zu einem ganz anderen Gebilde, ich sag's mal extra so, als das, was wir aus normalen, sozusagen ständig repetitiv agierenden Industrierobotern gewohnt sind.
Wenn er im Rücken ist, ist es aber trotzdem ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Also, ja, weil er noch so laut ist, aber warten Sie mal die nächste Generation. Wird. Ja. Elon Musk sagt, es wird bald mehr humanoide Roboter geben auf der Welt als Menschen. Das finde ich so ein bisschen spooky. Es bringt uns aber zum nächsten kleinen Themenkomplex, der mit gesellschaftlicher Verantwortung und Ethik zu tun hat. Denn die große Frage ist ja auch, wie KI und Humanoide die Arbeit und die Produktion verändern und ob sie gegebenenfalls Menschen in der Produktion überflüssig machen. Machen sie das? Müssen sich die Menschen Sorgen machen? Also zunächst mal, glaube ich, muss man ja sagen, es gibt ja nun schon die ersten Grundregeln. Der Deutsche Ethikrat hat sich ja auch dazu geäußert. Roland hat es ja auch gerade gesagt, Human in the Loop heißt ja nichts anderes. Es gilt nach wie vor der Vorrang des Menschen. Diese Dinge haben kein Verantwortungsbewusstsein, das muss der Mensch übernehmen. Das heißt also, das muss das Grundprinzip sein, nachdem wir diese Dinge einsetzen. Heißt das, dass man bestimmte Dinge, die man automatisieren kann, nicht automatisieren darf? Nein. Wenn Sie in einem Produktionsprozess heute Effizienz dadurch steigern können, dass Sie menschliche Arbeit durch Roboterarbeit ersetzen, dann ist es ja kein neues Phänomen, das machen wir schon seit Jahren. Ja. Sondern eine Frage, wie weit Sie damit gehen. Und das führt ja zu der gesamten Frage, wo sind die Grenzen von KI? Und ich glaube, die Grenzen von KI sind ja auch zumindest in Europa durchdrungen, wo man gesagt hat, das muss transparent sein. Man muss wissen, dass die Daten, die da verwendet werden, sicher sind. Man muss sicherlich sehen, dass dort keine Programmierungen stattfinden, die diskriminierend sind. Diese ganzen Regeln hat man ja jetzt auch im EU AI Act entwickelt und die sind, glaube ich, auch wichtig für uns. Man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist nicht Wild West, wo jetzt jeder macht, was er will und wir sind nicht hier angetreten, um Menschen durch Roboter zu ersetzen. Aber dass man diese Technologie nutzt, um Effizienz zu steigern, um neue Produkte zu entwickeln, um sich zu überlegen, wie kann man bestimmte Dinge besser machen. Ich glaube, die Offenheit muss man haben. Ja, wenn man an der Stelle sagt, nee, das geht uns zu weit, dann glaube ich, ist das verkehrt. Man muss die Grenzen kennen, aber wenn wir hier nicht technologieoffen sind, zumindest nicht in der Anwendung von diesen Technologien, dann glaube ich, machen wir einen Fehler. Die Entwicklung geht aber ja rasend schnell und niemand weiß so genau, wo sie endet oder wohin sie geht. Macht dir das zum Beispiel manchmal auch Angst? Nö. Also auch die Frage nach, ersetzt Roboter Menschen? Ja, auf jeden Fall. Passiert heute schon. Also man nennt es halt Automatisierung, aber im Wesentlichen, das ist nichts anderes als eine Art von Robotik. Und der Punkt ist ich finde sogar gut, nehmen wir mal Indien, Afrika, vielleicht Indonesien aus der Gleichung. Die meisten Länder, auch die meisten entwickelten Länder, sind überalternde Gesellschaften. Wenn ich heute eine Fertigung in den USA aufbauen will, dann ist der Bottleneck vermutlich die Menschen, die ich kriege. Also Menschen, ausgebildete Menschen. Also wenn man über eine Reindustrialisierung von USA nachdenkt, weil es sollen ja wieder Jobs nach USA. Ganz ehrlich, die Jobs, die irgendwann mal nach China gegangen sind, die kommen nicht mehr zurück. Das funktioniert so nicht. Man findet eben auch die Menschen nicht. Das heißt, die Notwendigkeit zu automatisieren, mehr Robotik einzusetzen, die ist evident. Und es ist eigentlich eher ein Vorteil, wie man nach wie vor Wachstum aufrechterhalten kann in der Gesellschaft, die wichtig ist, um Leute eben aus der Armut zu bringen und dann mit Robotern ersetzt. Ganz evident wird es natürlich in Ländern wie Korea, wie China, Japan, aber auch Deutschland, überalternde Gesellschaft. So, das ist der eine Teil. Der zweite Teil, das ist und das muss man auch mal unterscheiden, Software ist deterministisch. Also das ist immer diese Wenn-Dann-Beziehung. Also da kommt ein Input und wenn das und das passiert, dann sagt die Software, machst du das oder das. KI ist es nicht. KI basiert auf Wahrscheinlichkeiten und je tiefer die KI gestaffelt ist, also gibt es verschiedene Layer, wie tief die ist, irgendwann mal kann man gar nicht mehr entscheiden, welcher Inputfaktor hat denn für das Endergebnis gesorgt. Das geht nicht mehr. Es geht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, aber das geht nicht mehr 1:1. Und damit hat man eine gewisse Unschärfe, was so ein KI-Algorithmus macht. Deswegen entstehen auch manche Dinge, die komplett überraschen, wenn ein KI-Algorithmus plötzlich neue Strategien entwickelt, beim Spielen mit Go zum Beispiel, dieses Spiel, wo er sagt dann, Züge, die die Welt noch nie gesehen hat, die am Ende natürlich, der auch dazu beigetragen hat, dass der Computer gewonnen hat der erfunden. Also das heißt, da passieren Dinge, die wir nicht mehr nachvollziehen können. Und das macht natürlich schon ein bisschen Angst. Gewisser Kontrollverlust. Genau. Und deswegen braucht's
Guardrails, das braucht gewisse Randbedingungen, auch zum Beispiel, wie man solche Roboter dann mit KI wirklich auch neben den Menschen arbeiten lässt, dass da nichts passiert. Also muss da Sicherheitsmechanismen einbauen. Und das ist der Teil, glaube ich, das ist eine Verantwortung, die wir als Firmen übernehmen müssen. Da muss man nur aufpassen, dass man das nicht zu Tode reguliert, weil das kann man auch tun. Dann drückt man wirklich die Innovation so zurück, dass wir einfach keine Chance mehr haben. Also es ist so ein Spannungsfeld. Und da würde ich aber auch ein bisschen auf die Verantwortung von Firmen setzen, denn wir werden jetzt keinen Quatsch machen und irgendeine Software oder irgendeine KI auf dem Shopfloor loslassen, die einfach nicht unter Kontrolle ist. Der Soziologe Steffen Mau hat mal von einer Veränderungsmüdigkeit in der Gesellschaft gesprochen. Jetzt, glaube ich, erwarten ihr beide von euren Mitarbeitern ein hohes Maß an Veränderungsbereitschaft und auch diesem Tempo mitzugehen. Wie trainiert ihr die Mitarbeiter, dass die da auch mitgehen und dass die nicht irgendwie, ich meine, Julius Bockham, der hat erzählt, dass er vor 2 Jahren überhaupt noch nicht ahnte, dass das ein Job für ihn, also dass dieser Job mal kommen würde. Der Mann ist Wirtschaftswissenschaftler und entwickelt jetzt solche Humanoiden mit. Also da muss man schon gut drauf sein, finde ich, um da mitzugehen. Also was wir bei Siemens, wir haben ein Thema losgetreten, wir nennen das Growth Mindset. Das geht übrigens zurück auf Carol Dweck, ich glaube eine Soziologin, die hat Studien gemacht mit Kindern. Gibt es 2 Arten von Kindern. Die einen haben einen Fixed Mindset und die anderen einen Growth Mindset. Fixed Mindset bedeutet, ich habe ein Set von DNA. Das ist das Kartenblatt, was ich gekriegt habe am Anfang und das kann ich ausspielen, das war's. Growth Mindset heißt, ja, ich habe auch DNA, aber wenn ich mich hingebe und lerne, kann ich eigentlich alles erreichen. Und das ist, glaube ich, wichtiger denn je, dass man kontinuierlich lernt. Die Zeiten, wo ich sage, ich studiere, habe was gelernt und das wende ich dann für den Rest meines Lebens an, die sind vorbei. Dafür ändert sich die Technologie viel zu schnell. Ich glaube, dass wir irgendwann auch in ein Muster gehen, wo man vielleicht kürzer studiert, arbeitet und dann wieder studiert und wieder arbeitet oder das total verwebt. Und wenn man als junges Talent oder wer auch immer oder auch selbst Leute, die jetzt schon älter sind und schon länger arbeiten, wenn man seinen Marktwert in irgendeiner Weise erhalten will, dann geht es nicht anders, als sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, auch wenn es manchmal schwerfällt. Aber das Schöne daran ist, wenn man sich mal hingibt und mal dran bleibt, ist es unglaublich, diese Lernkurve am Anfang zu erfahren, was man alles erreichen kann und verändern kann, wenn man es mal ausprobiert. Und auch diese Motivation mitzugeben und zu zeigen, dass es funktioniert, teilweise auch junge Leute mit Älteren zusammenzubringen. Der eine hat Erfahrung, die kann man nicht aus Textbüchern lernen. Ein anderer, der ist halt komplett mit IT oder mit KI-Technologie aufgewachsen und das ist Zusammenspiel, das ist unglaublich befruchtend und auch wirklich, da gibt es ganz, ganz tolle Beispiele. Aber das kontinuierliche Lernen und sich weiterentwickeln ist relevanter denn je. Also ich nehme mal den Julius als Beispiel. Ich glaube, dass es in diesen Situationen, die Sie jetzt gerade beschreiben, extrem wichtig ist, dass man die Leute einfach was ausprobieren lässt. Und dass man ein Umfeld schafft, wo das möglich ist. Das kann man nicht für jeden Mitarbeiter, das kann nicht jeder die Chance bekommen, die er bekommt, um das mal spielerisch sich anzugucken. Die Leute haben ja immer Sorge oder Angst vor Dingen, die sie nicht richtig verstehen. Und wenn man sie verstehen will, dann muss man sie auch mal testen und mal machen dürfen. Und solange man dieses Umfeld schafft, glaube ich, ist das für viele einfacher. Das Zweite, was ich sagen möchte, für mich ist es viel schwieriger, da mitzuhalten, als für viele aus der nächsten Generation. Ich brauche eigentlich jemanden, der mir das anders erklärt, als jemand, der es aussetzt. Ich kann mich nicht den ganzen Tag hinsetzen und mit so einem Ding rumexperimentieren. Ich habe nur ein gewisses Zeitfenster, wo ich das durchdringen muss. Also ich glaube, wenn man das trainiert, dann muss man schon auch die Organisation in den unterschiedlichen Dimensionen richtig verstehen. Und natürlich muss das nicht jeder verstehen, ne? Aber man muss jedem die Chance geben, dass er sich weiterbilden kann. Und so versuchen wir das. Wir sind noch am Anfang. Wir haben unser gesamtes AI-Trainingsprogramm noch nicht komplett perfektioniert. Wir doktern da noch so ein bisschen dran rum. Da gibt es dann auch immer sofort die ersten Empfehlungen. Irgendjemand kennt jemanden, der das super erklären kann und der kommt dann für viel Geld rein und macht es dies. Aber man muss es, glaube ich, durchgängig machen. Man muss den Leuten die Chance geben, sich damit zu beschäftigen, trotz ihrer normalen Arbeit, die sie machen. Und dann wird das auch was. Also insofern,
dieses lebenslange Lernen, das ist auf dem Papier leicht, aber in der Praxis manchmal gar nicht so einfach. Und ich sage das auch ganz ehrlich, mir geht das manchmal auch so. Ich habe dann nachher noch so ein bisschen Zeit und ob ich die für künstliche Intelligenz verwende oder für das Telefonat meiner Frau, kommt meine Frau oder für die Geige. Freut mich, dass Ihre Frau dann eher zum Zug kommt. Das ist ja beruhigend. Im Übrigen, wir bei Siemens, wir investieren ein bisschen mehr als 400 Millionen Euro pro Jahr in Aus- und Weiterbildung für unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir haben über 100.000 Trainingsangebote in unseren digitalen Lernplattformen. Wir haben zum Beispiel auf GPT, wir haben einen Siemens GPT gekapselt, wo man dann auch wirklich auch vertrauliche Daten hochladen kann. Wir haben, ich glaube, 80.000 Leute, die damit arbeiten. Das heißt, wir legen wirklich Wert darauf, dass da eine ganze Menge passiert, was das Thema Aus- und Weiterbildung anbelangt und natürlich auch den Einsatz von neuen Technologien. Und Sie haben ja auch gute Leute. Auf jeden Fall. Ja. Damit öffne ich die Runde für die sogenannten Young Talents. Von Schaeffler und Siemens sind jeweils 2 da. Ich möchte sie Ihnen kurz vorstellen. Ich beginne mal, vielleicht willst du kurz aufstellen, wenn ich dann mit Franziska Mollner, damit gesehen wirst. Sie ist bei Schaeffler, sie leitet die Abteilung Digital Competencies und beschäftigt sich unter anderem, welche Auswirkungen die digitale Transformation auf die Belegschaft hat. Ebenfalls junges Talent von Schaeffler ist Julius Bockkamp, den haben Sie schon kennengelernt. Sie könnten auch mal applaudieren, wenn Sie möchten. Also ich meine nur, um hier nicht... Siemens hat einen seiner herausragenden KI-Experten hierher geschickt, Erik Schipanski. Er war unter anderem mit dabei bei der Entwicklung des Industrial Co-Piloten, hat auch ein duales Studium bei Siemens gemacht, also sie catchen die schon früh und promoviert gerade hier. Und schließlich noch Eva Buchter. Sie ist Ingenieurin, jawohl, Applaus, Eva Buchter. Die Frau ist nicht nur Research Scientist bei Siemens, sondern sie wurde hier auch zur Erfinderin des Jahres gekürt. Meine erste Frage ist, wenn Sie jetzt nochmal Anfang 20 wären und Sie müssten sich für eine Ausbildung oder für ein Studium entscheiden, was wäre das? Ganz einfach, Physik. Also... Das war, glaube ich, die kürzeste Antwort bisher. Ich habe ja angefangen als Auszubildender und ich glaube, ich würde wieder eine Ausbildung machen. Vielleicht nicht eine Bankausbildung. Wahrscheinlich gibt es das auch gar nicht mehr so, wie es das damals gab. Aber mir hat das sehr geholfen, Dinge erstmal sozusagen praktisch kennenzulernen. Ich habe ja dann später studiert. Ich würde immer wieder eine Ausbildung machen. Vielleicht eher etwas, was so in Richtung Innovation geht. Also über die Zeit, muss ich sagen, habe ich viel mehr Spaß gefunden an diesen technologischen Dingen. Ja, genau. Ich würde gerne wissen, ob Sie beide den KI im Alltag nutzen und wenn ja, wie? Willst du? Also ja, tue ich, und zwar beides. Ich nutze meist ChatGPT, aber auch das Siemens Intane GPT. Da nutze ich verschiedene Modelle, manchmal Anthropic, manchmal Gemini, manchmal OpenAI. Einfach um auszuprobieren. Hin und wieder auch mal das offen verfügbare Gemini. Da kann man, glaube ich, auch die sind ein bisschen weiter, wenn die Integration von Videostreams und sowas anbelangt. Und ich nutze das teilweise, um meine Kommunikationsabteilung etwas zu fordern. Wenn die mir eine Rede schicken, mir gefällt sie nicht, dann lade ich die mal hoch und sage, mach sie mal etwas peppiger. Und was dann zurückkommt, schicke ich gleich zurück. Aber hey, so richtig gut ist es nicht, was da kommt. Aber jetzt kommt der Punkt. Nachdem dann meine Leute etwas herausgefordert sind, kommen die mit einer absolut besseren Antwort zu. Und was ich auch tue, und das mache ich auch relativ oft, dass ich die Deep Research-Funktion verwende. Kennst du die? Hast du mich am Berg schon gefragt? Ja, ne? Also das gibt es bei allen Modellen. Deep Research, das ist auch eine Rationalizing AI, aber da stellst du eine Frage, kannst auch ein bisschen genauer fragen, dann kommt immer eine Gegenfrage zurück. Habe ich dich richtig verstanden? Möchtest du das und das und das? Die Rückfrage ist schon super intelligent. Und wenn du dann sagst, okay, ja, nein, nein, und dann legt die los, dann hörst du erstmal 6, 7 Minuten gar nichts, denkt richtig tief nach. Und was dann zurückkommt, das ist teilweise
kannst du dir schwer vorstellen, dass das googelt. Das hat echt Hand und Fuß. Und da wird wirklich jedes Eck durchsucht, was man an öffentlichen Daten verfindet. Und das benutze ich häufig, um mich auf Kundentermine oder Ähnliches vorzubereiten oder mal tief in Technologie einzusteigen und so weiter. Ja. Wobei ich witzig finde, dass die KI dann das macht, was im Prinzip jeder menschlichen Beziehung gut tut. Also zu fragen, habe ich dich richtig verstanden? Genau. Was wir aber häufig nicht tun. Absolut. Absolut. Also ich kann es vielleicht so sagen, ich war bei Schaeffler der Letzte, der den BlackBerry abgegeben hat. Okay, so viel zur Veränderungsbereitschaft. Da kam irgendwann mal unser IT-Chef und sagte, Herr Rosenfeld, ich muss Sie jetzt leider fragen, können Sie mir das nicht doch mit dem iPhone jetzt mal anfangen, und ich hatte mich so daran gewöhnt, ich konnte quasi im Dunkeln und während der Sitzung meine Nachrichten schreiben, weil ich so an das Ding gewohnt war. Ich nutze ChatGPT hier und da, bin immer wieder überrascht, was das Ding dann macht und wie das geht. Aber es ist jetzt nicht tägliches Arbeitswerkzeug, das muss ich ganz klar sagen. Sie werden es nicht glauben, ich mache meine To-Do-Listen immer noch auf Papier. Ich schreibe auch alles Mögliche mit, das ist eigentlich von gestern. Aber ich näher mich dem Ganzen, Schritt für Schritt, und werde immer besser dabei. Und ich liebe die Diktierfunktion. Die macht einen nämlich schneller. Ja. Ja, wir haben die Diskussion gestartet mit was bleibt. Was sind die Aufgaben, wo Sie denken, die wird nicht von KI übernommen? Haben Sie da vielleicht 1, 2 Beispiele? Gut, also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Frage. Die KI wird uns helfen, bestimmte Routinetätigkeiten sicherlich mit mehr Intelligenz zu machen, als wir es bisher gemacht haben. Und sie wird bestimmte Dinge auch signifikant beschleunigen. Aber es gibt andererseits Felder, die sie, glaube ich, nicht ersetzen kann. Denken Sie mal an Fantasie oder denken Sie an Empathie. Und da sind Sie ganz schnell bei Führungsthemen. Ich glaube nicht, dass uns irgendwann Roboter führen werden, sondern sie brauchen jetzt erst recht Personen und Menschen, die Führungsfähigkeit haben. Und sie brauchen aus meiner Sicht Leute, die in Kontexten denken können, die ein gewisses strategisches Denken entwickeln. Und das, glaube ich, wird in den nächsten Jahren sehr viel wichtiger werden, dass wir in diesen Fähigkeiten, die eben nicht so einfach durch mathematische oder 0-1-Modelle ersetzbar sind, dass wir uns da weiterentwickeln. Und das ist natürlich auf der einen Seite die Gefahr, das sieht man ja auch bei Kindern, die sich nur noch mit ihren Smartphones beschäftigen. Aber es ist auch die große Verantwortung, die wir haben, darauf hinzuwirken, dass es eben nicht nur alles 0-1 ist, sondern dass es dann auch was anderes gibt. Und wenn man das jetzt mitnimmt, glaube ich, ist das eine Riesenchance wiederum zu sagen, wir müssen genau diese Fähigkeiten weiter fördern. Und das ist dann, glaube ich, auch wieder zurück zum Wettbewerb mit den Amerikanern und den Chinesen. Ingenieure, die Fantasie haben, sind, glaube ich, unschlagbar. Ich würde, also das Thema Empathie, soziale Berufe, also Pflege und Ähnliches, ich glaube, das ist ein Thema. Ich weiß auch, dass in Japan schon viele Pflegeroboter gibt. Ich glaube, dass die nur so viel können, aber dass der Teil, der wird nicht ersetzt. Dann das ganz andere Ende ist Installateure, Elektriker. Also bis die mal ersetzt werden, da dauert es, also mit solchen Robotern, das dauert richtig, richtig lange. Also so ein ganz normaler Handwerksberuf, das wird ganz, ganz lange leben. Und dann ist es so, ich glaube, die Frage ist weniger, welche Berufe das setzt, sondern wie verändert er sich. Wir werden nach wie vor Leute haben, die Coding, irgendwelchen Software-Code schreiben, aber halt komplett unterstützt mit KI. Also die Aufgaben werden sich auf den kreativen Teil, auf den kontextuellen Teil reduzieren oder nicht reduzieren, sondern sich verändern eigentlich. Das ist für mich die spannendste Frage, wie schauen die Jobs der Zukunft aus? Wie schaut mein Job in der Zukunft aus? Der wird sich auch verändern, hat sich schon verändert teilweise. Und wie schaut das aus? Weil was natürlich Modelle sehr gut können, ist eine immens große Menge von Daten sozusagen auch in den Kontext bringen und die Essenz herausarbeiten, Kontexte herstellen, die man sonst einfach gar nicht hergestellt hat. Das wird passieren. Und gleichwohl, am Ende braucht es dann doch irgendwo einen Menschen, der mit einem Judgment, mit Erfahrung, was auch immer, dann in der Entscheidungen trifft. Also die Jobs werden sich verändern und zwar substanziell. Selbst auch im Künstlerischen. Ich meine, heute Künstler zeichnen, aber wenn man jetzt mal KI loslässt, entstehen auch ganz, ganz tolle Dinge. Aber am Ende hat es doch immer nur ein Mensch gestartet. Ne?
Und die Stradivari-Geige hat noch keine KI nachgebaut und auch kein Chinese. Ja, wo sehen Sie denn in der Industrie den größten Hebel für KI? Komplette Wertschöpfungskette. Im Design geht's los. Wir sind momentan dabei, wir haben momentan KI im Einsatz für Software-Coding. Das ist der einfachste Teil, weil Software ist auch eine Sprache. Es ist halt nur eine andere Sprache. Und deswegen schlagen da die LLMs natürlich ganz massiv zu. Wenn es dann eben komplexer wird, das hatte ich vorhin gesagt, multimodale Modelle, dann wird es schon schwieriger. Aber was wir momentan tun, ist, dass wir wirklich genuin neue Produkte entwickeln mit KI, also eine neue Hardware-Plattform. Da braucht man dann eben einen ganz anderen, da geht es nicht nur mit Sprache, sondern kommen dann auch PDF-Zeichnungen und was auch immer noch dazu. Das ist ein Thema. Das heißt, da wird sich wahnsinnig viel verändern. Man kann die nicht nur wahrscheinlich auch Innovation generieren, weil viele Menschen haben ja einen Bias. Ne? Wenn ich heute zum Beispiel zwei Entwicklerteams habe, die beide zum Beispiel eine Hardware-Plattform entwickelt haben und ich sage, tut euch mal zusammen und macht die beste nach vorne gerichtet. Die haben beide einen Bias. Ne? Jeder will seins verteidigen. AI ist komplett biasless. Also die wird einfach nach vorne gucken und die beste Lösung generieren. Es geht weiter in der Fertigung. Das ist genau das, was wir gesprochen haben. Wo wir einfach die Produktivität steigern können, massiv. Dann die Vernetzung von Entwicklung und Fertigung. Also der Einsatzbereich in der Industrie ist immens. Und dann kommt alles, was heute repetitiv ist. Jetzt bin ich bei Support- und Servicefunktionen. Repetitive Aufgaben, wo jemand einfach irgendwelche Zahlen kriegt, irgendwas draus macht, nach einem eigenen Muster und hinterher was generiert. Das Thema wird wahrscheinlich komplett weggehen. Ich will nur einen Punkt ergänzen, was ich faszinierend fand, waren die Beispiele im Bereich der Materialwissenschaft. Wenn Sie überlegen können, wir haben heute bestimmte Kenntnisse, wie wir mit Materialien umgehen und die KI ermöglicht einem, klar, setzt entsprechendes Quantum Computing Power voraus, aber Sie können ja heute neue Materialien quasi simulieren, ermitteln und da ergeben sich ja nun mal komplett neue Möglichkeiten, die es nie gab. Und ich fand das ein wirklich beeindruckendes Beispiel, als das bei uns im Labor gezeigt wurde, in welcher Geschwindigkeit man ein neues Material entwickeln konnte, was man sonst innerhalb einer Generation gebraucht hätte, um überhaupt die ganzen verschiedenen Rechnungen zu machen. Das ist schon wirklich beeindruckend, was da geht. Und ich glaube, die Anwendungen, Roland hat es gesagt, in der Fertigung da wird es noch eine lange Zeit brauchen, um so eine komplexe Fertigung wirklich komplett KI zu steuern. Aber man muss sich halt regelmäßig damit beschäftigen und die Chancen suchen. Und dann kommt es auch. Vielen Dank. Ich würde in dem Themenkomplex mal bleiben, aber nochmal den Fokus auf das Thema Skalierung von Projekten lenken. Also wenn man sich anschaut, viele Firmen tun sich extrem schwer, aus diesem Pilotprojektstadium hinauszukommen. Das schaffen wirklich nur ganz, ganz wenige. Und meine Frage ist, was macht denn Siemens, aber was macht auch Schaeffler anders, um eben genau diese Skalierung hinzubekommen, KI auch in Kernprozessen etabliert zu wissen und vielleicht auch welche technologischen oder auch kulturellen Hürden sehen Sie da oder haben Sie vielleicht auch schon erlebt? Also diese Proof of Concepts, da gibt es Hunderttausende von, die dann nicht skalieren. Das ist echt ein Thema. Woran liegt's? Ich vergleiche das mal mit anderen Bereichen, wo das Skalieren sehr einfach funktioniert. Das ist typischerweise Spieleindustrie. In der Spieleindustrie, wenn irgendjemand ein neues Spiel entwickelt, auch KI generiert mit all den Themen und die drücken auf den Knopf und machen Release. Am nächsten Tag sind es gefühlt, keine Ahnung, 3 Milliarden Gamer in der Welt, die dieses Spiel benutzen können. Wenn ich heute einen ich sage jetzt mal, einen Chemieprozess, einen Piloten mache für BASF und sage, das ist wunderbar, und dann sage ich, und morgen drücke ich auf den Knopf und will es dann für alle anderen hochskalieren, dann sagen die, ja, Moment, meine Prozesse sind anders, ich habe andere Tools, ich habe andere Hardware, funktioniert nicht. Also die industrielle Welt ist einfach super komplex, deswegen funktioniert es nicht. Es wird noch schlimmer übrigens im Construction-Bereich, weil der Fertigung, da ist halt doch irgendwie, Chemie ist immer irgendwie das Gleiche, ne? Jeder muss irgendwas mischen, zusammenmischen. Wenn man dann auf die Baustelle geht, da ist ja jedes Gebäude anders. Deswegen ist die Digitalisierung im Gebäudebereich noch weiter hinter dem vom industriellen Bereich. Die Kunst ist es, zu abstrahieren, zu gucken, was sind Use Cases, die ich immer wieder finde. Nicht die Ambition zu haben, ich mache jetzt dann für Schaeffler einen, der 100% passt, 80 ist gut, die resten 20 macht entweder ein Systemintegrator, macht ihr selbst, macht eine Applikation und dann möglichst
einfach zu installieren und einfach zu benutzen. Also es muss auf den Knopfdruck funktionieren und das ist unsere Aufgabe. Wie mache ich Technologie sehr, sehr einfach, sodass sie einfach einzusetzen ist und dann eben vermeiden, dass man immer die 100% Lösung geht. Klingt jetzt irgendwie einfach, aber es ist nach wie vor sehr, sehr schwer. Also ich würde es mit einem Punkt ergänzen. Ich glaube, Roland hat es auch schon gesagt, Sie können bestimmte Dinge nicht einfach eigenständig und selbstständig aus eigenen Ressourcen skalieren. Ich glaube, Sie brauchen gerade jetzt in dieser Anfangsphase, wo das Ganze steckt, vom Use Case, Proof of Concept, brauchen Sie Partner, mit denen Sie mit Dingen zusammen machen. Insofern ist, glaube ich, diese KI wieder ein wunderbares Beispiel, wie man Kompetenzen zusammenbringen kann. Wir sind nur eher ein Hardware, Heavy Metal, Old Economy Unternehmen und wir arbeiten gerne mit jemandem zusammen, der das befruchtet. Denn sie verstehen nicht alles direkt. Ob sie das jetzt 2 oder 3 Mal als Proof of Concept gemacht haben oder nicht, das Skalieren setzt immer voraus, dass sie auch die Komplexität dieser gesamthaften Lösung, die da angedacht werden, dass sie die auch richtig durchdringen. Und das schaffen sie nie komplett aus eigenen Ressourcen. Das ist am besten, wenn sie es zusammen versuchen. Welche Potenziale sehen Sie in KI-gesteuerter humanoider Robotik, insbesondere in der industriellen Produktion? Und was sind die Erfolgsfaktoren, die über die erfolgreiche Integration entscheiden? Wir haben es ja gerade schon gesagt, also diese Humanoiden sind für uns ein Wachstumsbereich, gerade weil wir Hardware liefern wollen, weil wir es anwenden wollen. Der demografische Wandel ist eins der großen Treiber, der genannt wird, wo eben gesagt wird, es wird in Zukunft doch viel weniger Leute geben, die bereit sind, in Produktions- oder in Fertigungsunternehmen zu arbeiten. Das wird sicherlich diese Anwendung von humanoiden Robotern treiben. Natürlich, glaube ich, muss man da jetzt realistisch bleiben, wo da was passiert. Aber wir können uns vorstellen, dass 2030 vielleicht 1 Million von diesen Teilen gebraucht werden. Und wenn Sie sich dann angucken, so wie wir es aus dem Auto kennen, was wäre ein Content per Humanoid, den Schaeffler bedienen könnte, dann ist das signifikant. Die Batterie in einem Auto hat sehr stark die klassische Verbrennungstechnologie verdrängt. Im Humanoiden ist die Batterie viel, viel kleiner und der Anteil der Aktuatorik, den wir bedienen können, sehr viel größer. Der macht mir ungefähr 50% von dem Wert dieses Humanoiden aus. Und das ist schon interessant. Wenn das skaliert und es nicht so fürchterlich viele Leute gibt, die das können, gerade wenn es dann hochpräzise wird, dann ist das für Schaeffler schon ein interessanter Case. Das Endspiel ist sicherlich der humanoide Roboter, der eigentlich das macht, was ein Mensch macht. Also der ist vielfältig einsetzbar, hat demzufolge ist nicht trainiert auf eine Aufgabe. Und das ist, glaube ich, auch, was Elon Musk im Kopf hat, wenn er über dann 8 Milliarden Roboter oder Humanoiden spricht. Ich glaube, da sind wir noch eine ganze weite Reise weg. Da unterschätzt man eigentlich, was Menschen können. Es geht mit der Hand los. Es ist taktile, das nachzubauen. Es ist einfach unendlich schwer. Demzufolge sind die Erfolgsfaktoren für mich, dass man sich überlegt, welchen Teil einer Arbeit, den ein Mensch heute macht, kann ich mit einem Humanoiden oder mit einem Roboter ersetzen. Haben wir übrigens, wenn jemand mal eine Chance hatte, ein Fulfillment Center von Amazon anzuschauen, die ja nicht alles automatisiert haben, außer das ist nicht mehr die Last Mile, das ist das Last Yard, also das Bestücken und Rausholen von Stücken aus einem Regal. Nur das haben sie übrig gelassen und das ist genau das, wo ein Mensch spezifisch ist. Aber alles andere ist automatisiert. Also dieser Fokus auf das, was geht am besten und wie kann ich da die Technologie einsetzen, das ist meines Erachtens der Erfolgsfaktor für das Hochfahren von noch mehr Robotics oder Automatisierung in der Industrie. Sehr schön, dann bleiben wir doch bei dem Faktor Mensch. Ich finde, eine der spannendsten Studien, die in den letzten Jahren rausgekommen ist, kam vom MIT, die sich die Frage gestellt haben, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn man in dem Fall ChatGPT nutzt. Und eine Sache, die sehr auffällig war, ist, dass die Probanden, die genau in der Gruppe ChatGPT-Nutzung mit dabei waren, sehr geringe neuronale Vernetzungen im Gehirn hatten. Und so ein Outcome der Studie war, dass Personengruppen grundsätzlich effektiver werden oder effizienter und produktiver, sich aber mit dem Ergebnis nicht mehr identifizieren. Und da habe ich mich gefragt, wenn ich Sie beide schon quasi da habe, wäre meine ganz konkrete Frage, was tun Sie denn, dass die Mitarbeitenden nicht nur kurzfristig effizienter werden, sondern sich auch längerfristig kompetenter mit der Technologie entwickeln und das natürlich bei gleichbleibender Identifikation mit den eigenen Arbeitsergebnissen, also nicht einfach blind das übernehmen, was man dann auch so bekommt?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich meine, unsere Aufgabe ist ja nicht, jetzt sich den Mitarbeiter sozusagen so vorzustellen oder so hinzubekommen, wie man ihn gerne hätte, sondern Mitarbeiter sind ja Individuen, die stellen ihre Arbeitskraft zur Verfügung, die wollen einen vernünftigen Arbeitsplatz haben, die wollen respektvoll behandelt werden. Ich sehe nicht meine Aufgabe darin, jetzt zu sagen, ich suche mir oder baue mir die Mitarbeiter so zusammen, wie es mir vielleicht gerade passt. Das wäre ja völlig abwegig. Aber ich glaube, man muss Leuten die Chance geben, dass sie sich entwickeln können. Und jeder hat ja nun mal unterschiedliche Fähigkeiten. Und es gibt Leute, die kommen mit dieser Art von ChatGPT und allen Dingen gut zurecht und wissen damit umzugehen und behalten sich trotzdem ihre individuellen Stärken. Und es gibt andere, denen fällt das schwer. Und die machen das vielleicht zu intensiv und lassen dafür andere Dinge schleifen. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Führungsaufgabe, den Menschen als Individuen immer noch in den Mittelpunkt seiner Arbeit zu stellen und auch zu schauen, was sind seine spezifischen Stärken, was sind vielleicht auch seine Schwächen, wie kann ich ihm bestimmte Dinge helfen. Und die KI ist immer nur ein Tool. Ja? Sie wird nie sozusagen die menschliche Kompetenz komplett ersetzen. Und den richtigen Mann an der richtigen Stelle, so hieß das in meiner Ausbildung immer, ich glaube, das gilt auch heute noch, ob sie jetzt KI anwenden oder nicht. Oder die richtige Frau. Das wollte ich natürlich sagen. Entschuldigung, das um Gottes Willen. Das ist eine super relevante Frage. Wenn man heute mal eine Firma anschaut, deine Siemens, wir schmeißen ja KI auf eine Hierarchie von Kolleginnen und Kollegen. Also in Beratung würde man sagen, der Trainee, der Consultant, der Partner, der Senior Partner, der Expert. So, und da schmeißen wir jetzt KI drauf und jeder benutzt KI anders. Also es gibt auch Studien, die sagen, das ist komplett counterintuitiv, dass Leute, die wenig Programmiererfahrung haben, weniger stark von KI profitieren als Leute, die Erfahrung haben. Weil jemand Erfahrung hat, der lässt KI drüber laufen, lässt ein Programm durch und dann weiß der genau, wo er hinschauen muss und wird super produktiv. Also das heißt, die Art und Weise, wie wir heute KI nutzen, wird geprägt davon, wie viel Kompetenz sitzt denn da an dem Tisch, der so einen Prompt loslöst. Es geht schon mit Prompten los. Ein Experte promptet anders als ein Nicht-Experte. So, jetzt kommt das Problem. KI ersetzt vor allen Dingen die Trainees, die Leute, die einfache Aufgaben machen. Wenn ich jetzt die ersetze, dann habe ich die Pyramide nicht mehr. Wie will ich denn Experten generieren, wenn ich keine mehr einstelle, weil die durch KI ersetzt werden? Ich übertreibe jetzt mal. Das ist echt ein Problem, weil wir brauchen die Experten. Wir brauchen Leute, die wirklich auch durch ihr Leben gegangen sind, die wirklich auch Dinge mal gemacht haben und nicht alles sozusagen über KI outgesourced haben. Das wird beliebig schwer und da muss man sich jetzt schon Gedanken machen. Wahrscheinlich ist die Idee zu sagen, ich brauche sie nach wie vor, aber halt weniger. Aber da muss ich die richtigen nehmen, die auch gut entwickeln, also mehr Sorgfalt drauf verwenden, weil dass ich sage, ich starte mit vielen, dann fallen viele raus und irgendwann habe ich Experten, funktioniert so nicht mehr, muss man sich überlegen. Glaube ich, kriegen wir einen Griff. Es gibt nur eine Frage, wie stark sind die Modelle in 10 Jahren von heute? Ich lasse das mal offen, weil das könnte die ganze Problematik noch mal etwas verschärfen. Ich würde hier mal kurz reingehen, mich erstmal bedanken für die super Fragen und dann aber auch mit einem Blick ins Publikum mal eruieren, wie es mit Ihrer Fragelust, Fragebereitschaft steht. Wir sind eine ganz illustre Runde hier, Studierende, Mitarbeitende, Forscher, Professoren, Politiker. Also sollte Ihnen jetzt was unter den Nägeln brennen, sehr gern sind Sie eingeladen, das loszuwerden. Ich würde Sie nur bitten, vielleicht sich kurz vorzustellen, sodass die beiden auch eine Ahnung haben, aus welcher Richtung das kommt. Marc Votteler, IT. Ich habe dem Herrn Rosenfeld den BlackBerry weggenommen. In welchem Jahr war das? Das ist jetzt schon 10 Jahre her ungefähr. Also, aber scheint nachhaltig in der Wirkung gewesen zu sein, wenn es heute noch referenziert wird. Wir haben darüber geredet, welche Chancen in KI sind und auch wie so, ich sag mal, die Kompetenzen auf der Welt verteilt sind. Die Big Player in Amerikas, die Big Player in Asia Pacific und vielleicht das Thema Industrie KI für Europa.
Haben wir die passenden Rahmenbedingungen, dass wir dieses Potenzial, was wir anhand der Firmen, Schaeffler, Siemens und ein paar andere haben, oder gibt es da Obstacles, sage ich jetzt mal aus den Rahmenbedingungen her, politisch vielleicht auch, die sich ändern müssen, oder haben wir eigentlich alles, was wir brauchen und jetzt liegt es einfach nur noch an uns durchzuziehen? Also haben wir nicht. Wir haben Regularien, die Innovation wirklich extrem entschleunigen. Also AI Act, Data Act, widersprüchlich, unklar, überzogen, Dinge reguliert, die man nicht regulieren muss. Also das ist wirklich ein echtes Problem. Wenn Sie heute KI-Experten fragen und sie sagen, macht das mal hier in Europa mit all den Randbedingungen, das Erste, was sie sagen, geht es nicht auch in den USA. Wenn Sie ein Startup sehen, will hochskalieren, will irgendeine KI-Technologie ins Feld bringen, hier 26 verschiedene Ausprägungen, in jedem Land ein bisschen anders. In den USA geht es in einem Schuss. Also was das Thema, und nach wie vor gibt es auch welche Leute in Brüssel, die der Meinung sind, dass wir einen Wettbewerbsvorteil haben durch diese Regulierung. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die träumen. Das funktioniert so nicht. Wir entschleunigen, wir nehmen Innovationsgeschwindigkeit raus in einer Art und Weise, die ist einfach also weder nachvollziehbar noch gesund. Wenn man dann spricht über Infrastruktur, also haben wir jetzt eine souveräne Cloud hier oder haben wir AI-Factories in Europa, da sind wir auch hinten dran. Ich kann nach wie vor, ich meine, wir trainieren unsere Modelle in jedweder Cloud oder jeder AI-Factory global. Müssten wir da eigentlich lokal mehr Footprint haben? Ja. Da gibt es ja jetzt einige Aktivitäten dazu. Was man unterschätzt ist, wenn die EU jetzt 4 Gigafactories finanzieren, subventionieren will. Also unsere Experten haben mal sich hingesetzt und zusammengekratzt, wie viele GPUs könnten wir in Europa in Summe auslasten. Also wenn ich mal alles, was ich nehme, ich glaube, wir würden nicht mal eine Gigafactory richtig auslasten. Weil wir eben keine Large Language Models trainieren. Die meisten Gigafactories oder AI-Factories, die werden heute ausgelastet über die Modelle. Die großen Modelle, die trainiert werden, tun wir ja nicht. Also sozusagen, ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, wir sollten dafür tun, dass wir hier anfängt, auch wirklich eine souveräne Infrastruktur mit aufzubauen, mit eigenen GPUs und so weiter. Aber für mich ist das größte Hemmnis ist in der Tat das Überregulieren und das Nicht-Skalieren. Dass ich einfach, wenn ich mal ein Produkt habe, ich möchte es möglichst schnell hochskalieren. KI lebt von Skala. Europa ist der letzte Platz, wo ich damit anfangen würde. Ja, ich würde es vielleicht mit einem Satz ergänzen wollen, Herr Votteler. Ich glaube, es fehlt so eine gewisse Strategie, was man eigentlich will. Wir haben das alles wieder wunderbar reguliert und versucht zu begreifen, aber was ist die eigentliche Rolle, die wir in Europa oder in Deutschland in diesem sich entwickelnden in dieser KI-Welt spielen wollen? Wo wollen wir dahin? Was ist unser spezieller Vorteil? Wir können uns ja nicht die Augen zumachen, sagen wir mal, es ist gar nicht mehr mit, aber wir brauchen eine Strategie, einen Leitgedanken, wo wollen wir da spielen? Und die USA und China zu kopieren, wird nicht funktionieren. Und die Rolle, die USA da spielt, zu sagen, hier ist alles erlaubt, kriegen wir auch nicht hin. Aber wir brauchen einen strategischen Ansatz, mit dem wir sagen, da hat Europa spezifische Stärken und die bauen wir jetzt aus. Und das ist meines Erachtens neben dieser zum Teil schwierigen Regulierung das, was eigentlich fehlt. Denn die Regulierung müsste dem sich eigentlich unterordnen und nicht erst gemacht sein, um dann nachher zu fragen, was ist eigentlich unsere Strategie. Aber glauben Sie, dass dieser Ansatz von der Politik kommen kann? Ich glaube nicht, dass der alleine von der Politik kommen kann. Das ist ja immer, man macht sich das ja manchmal leicht, weil man immer dann sofort kritisiert. Das ist ja nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist ja mit der Politik, das irgendwo zusammenzuentwickeln und zu sagen, wie geht das? Aber dazu gehören immer 2 Seiten. Also da habe ich auch schon gelernt. Ich glaube, auf die Frage, wer macht denn Industriepolitik? Also Politik, erstmal, da können wir sagen, die Verbände, die können es nicht, weil meist ist es so, das ist das größte gemeinsame Vielfache. Und vor allem in Zeiten von Transformation, da gibt es natürlich per Definition Gewinner und Verlierer. Und die müssen ja alle vertreten. Also so funktioniert es nicht, weil Strategie heißt ja, zu definieren, was tue ich und was tue ich eben nicht, wo lasse ich los. Also schwierig. Politik auch schwierig. Da fehlt schlichtweg die Kompetenz. Also wenn ich teilweise in die Ministerien, Staatsministerien schaue. Das heißt, am Ende ist es echt eine Aufgabe der Industrie. Und hier gibt es einen Punkt, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, während viele Top-Firmen in den USA Software, IT-native sind. Das heißt, die machen ihr Geld per Definition mit Daten.
So sind sie groß geworden, die ganz großen Spieler. Und wenn man sein Geschäft mit Daten macht, dann weiß man den Wert zu schätzen. Man versucht, an Daten ranzukommen. Man teilt sie. Da gibt es auch diese Sharing-Community in Palo Alto gerade. Also über die Wettbewerber eigentlich häufig gar nicht gegeneinander, sondern gegen ganz andere. Und bei uns in Europa, wir sitzen auf den Daten. Also jeder, der ein paar Daten hat, also ich nehme jetzt mal einen Mittelständler, es mag ein Mittelständler sein, der 1 Milliarde Umsatz macht, vielleicht im Maschinenbau und der sagt, meine Daten sind ganz wertvoll. Unsere AI-Experten sagen denen, deine Daten sind wertlos. Weil auf dem Subset von deinen Daten kann ich nicht mal ein halbes Modell trainieren. Das funktioniert nicht. Selbst wenn ich jetzt mal bei Siemens alles zusammenkratze, was wir momentan tun, wir haben jetzt eine neue Policy, heißt Share Unless, also das heißt, alle Daten werden geteilt, Gebäudedaten, Fertigungsdaten, Engineering-Daten, Software-Daten, alles wird geteilt. Es sei denn, jemand sagt, naja, das ist jetzt vertraglich mit Kunden vereinbart oder das sind persönliche Daten oder was auch immer. Wenn ich alles zusammenkratze, kommen wir mal in die Richtung, wo wir in der Lage wären, ein Modell wirklich zu trainieren, sodass es eine industrielle Anwendung hat. Also wir brauchen auch noch mehr. Machen wir übrigens demnächst. Also stay tuned. Morgen ist eine Messe. Da werden wir auch noch was verkünden. Aber diese Idee zu sagen, weißt du, in Europa gemeinsam können wir definitiv was erreichen, was jeder Einzelne nicht kann. Aber das ist nicht unsere DNA. Unsere DNA ist Wettbewerb, meins, IP. Ich bleib da drauf sitzen. Und das ist in der Welt, wo von KI respektiert keine Datensilos. KI muss einfach gefüttert werden mit as much as possible. Also da muss man wirklich hochskalieren. Da müssen wir selber lernen. Also auch, ich spreche jetzt über uns. Und das ist ein super Beispiel. Ich glaube, wir sind über den Punkt hinweg. Das ist echt eine sehr, sehr offene Zusammenarbeit. Das funktioniert. Da muss noch viel mehr passieren. Dann kommen wir weiter. Sehr schwer. Die Entwicklung jetzt der letzten Jahre so mir anschaue, dann haben wir angefangen mit generativer KI und jetzt redet jeder schon über Agenten. Und der große Unterschied ist ja, GenAI ist reaktiv, Agenten sind proaktiv. Also bei GenAI gebe ich eine Prompt ein, dann wird die Aufgabe erfüllt und dann ist es das. Agenten monitoren vielleicht irgendwelche Systeme, sollen aus den Daten irgendwelche neuen Patterns ableiten und wir reden darüber, dass in Zukunft vielleicht nicht einzelne Schritte eines Prozesses, sondern ganze Teilprozesse oder wirklich ganze Prozesse mit Agenten umgesetzt werden könnten. Und wir hatten das Thema auch schon, aber ich frage mich, wo positioniert sich dann der Mensch, wenn es das, sag ich mal, Hard Facts, die Hard Skills, das Wissen nicht mehr sind. Ich glaube, Sie hatten schon angesprochen, es könnte vielleicht Empathie sein, es könnten strategische Themen sein, aber ich glaube, wir können zum einen nicht alle Strategen werden und ehrlicherweise, es gibt bei ChatGPT gibt's auch schon die Funktion, über ein Audio-Dialog in Real-Time mit natürlicher Sprache mit der AI zu sprechen und wenn ich möchte, ja, dann bauchpinselt die mir natürlich auch die Seele und ich brauche vielleicht gar keinen Menschen mehr, der mir irgendwie positiv zuspricht. Also was bleibt übrig? Was kann der Mensch noch leisten, wenn die Technik so schnell voranschreitet, wie sie es aktuell tut? Ja, das ist wiederum eine sehr fast philosophische Frage. Also ich glaube, dass der Mensch immer noch verantwortlich bleibt. Und wenn sie verantwortlich bleiben, dann müssen sie Urteilsvermögen haben. Und ob das jetzt die Frage ist, ob der Brief, den der Agent ihnen vorgibt, den sie an ihren Kunden schicken, ob der richtige ist und ob der den richtigen Ton findet oder ob das eine komplexere Aufgabe ist, das muss man dann sehen. Aber wir haben es ja eben schon gesagt, bestimmte repetitive Tätigkeiten werden uns abgenommen. Und dazu gehört nicht nur, führ mal das x-fach aus, sondern da kommt eben das Argument dazu, ich habe einen Kundenvorgang und der Agent macht von sich aus den Vorschlag, was zu tun ist. Trotzdem wird er uns das Urteilsvermögen an bestimmten Stellen nicht abnehmen. Und ich glaube, dass die KI treibt da nochmal einen höheren Anspruch an das, was vom Menschen tatsächlich verlangt wird. Lass es jetzt mal so stehen, aber sich blind auf das zu verlassen, was da ist, setzt perfekte Umfeldbedingungen voraus und die haben wir nicht. Also wir waren gerade bei den Daten und Roland hat es ja gesagt, bei uns sind die Daten bei weitem nicht in der Qualität, dass ich darüber einfach eine KI laufen lasse und sage, die wird schon meinen Tag irgendwie regeln, sondern wir haben so viele Dinge, wo wir sagen müssen, das ist noch nicht richtig systematisch und es hat nicht die Qualität. Ich glaube, das, was Sie beschreiben, das ist eine Idealwelt, die man nie so erreichen wird und deswegen bleibt da immer noch eine große Verantwortung. Ich bleibe mal bei dem Satz Urteilsvermögen. Ja.
Vielleicht fange ich mal mit den nächsten Jahren an. Wenn ich mit unseren KI-Experten spreche, die solche Agenten entwickeln oder neue Modelle trainieren, dann sagen die, ich brauche man braucht nicht viele Leute, man braucht sehr, sehr gute Leute, also diese Modelle trainieren können. Dann sagen die Daten, Daten, Daten. Im Übrigen gleich viele Menschen nehmen diese Daten und kuratieren sie. Also diese Arbeit, dass man an diesen Daten arbeitet, sie verbessert. Auch das kann KI momentan noch nicht. Es gibt Leute, die sagen, das werden wir bald auch lösen. Und dann kommt die Frage, und dann brauchen die Tokens, weil die brauchen einfach GPUs und Rechenleistung. Und dann kommt der letzte Punkt. Und das darf man nicht unterschätzen. Die sagen, schick mir deine besten Domain-Experten. Die Leute, die die Hardware schon entwickelt haben, Software entwickelt haben, auch wenn sie im Softwarebereich sind. Wer hat deine Software entwickelt? Und die brauche ich. Also diese Kombination macht einfach den Unterschied. Das ist der Ist-Zustand. Das heißt, ich glaube, dass es nach wie vor eine Expertise gibt, die man für lange, lange Zeit noch braucht und die besteht eben aus Domain-Know-how, was Menschen erlernt haben. Wenn ich jetzt in die Vergangenheit gucke, Technologie hat eigentlich bislang vor allen Dingen den mechanischen Teil ersetzt, den Menschen können. Also geht mit der Dampfmaschine, Elektromotoren los, Automatisierung, das ist alles repetitiv. Selbst Software ist ja eigentlich repetitiv, deterministisch. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo es wirklich um das geht, was einen Menschen ausmacht. Außer das Taktile, also ich bin jetzt hier bei einem Plumbern und Elektroinstallateuren, das wird noch lange bleiben. Aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich die Aufgabe der Menschen, sich zu überlegen, wir haben jetzt ein Werkzeug gebaut, was an der Stelle uns teilweise ersetzt. Das ist neu und wir müssen überlegen, wie wir damit umgehen. Fakt ist, heute werden Menschen nicht durch KI ersetzt, sondern durch Menschen, die KI benutzen können. Ich hätte eine Frage. Wir sprechen hier ganz viel von Daten. Daten sind aber leider nicht immer verfügbar in der Qualität, wie wir sie brauchen. Vor allem auch NEO-Daten. Zum Glück gibt es die nicht in der Produktion so oft, aber gerade diese Daten sind ja auch notwendig, um diese Modelle zu trainieren. Dann sind wir aber ganz schnell wieder beim Thema synthetische Daten, was ein Riesenpotenzial ist. Und meine Frage geht in die Richtung, welche Rolle spielt in Ihrem Business das Thema Industrial Metaverse? Also nach wie vor eine sehr große. Also Industrial Metaverse, für die es noch nicht so verstanden haben, das ist im Wesentlichen Dankeschön. Das ist im Wesentlichen, also was ist die Idee dahinter? Also heute bauen wir digitale Zwillinge von zum Beispiel einem Roboter. Also wenn man im Engineering so einen Roboter zusammenbaut, dann haben wir einen digitalen Zwilling. Der hat die Mechanik, die Antriebe, die Gelenke, die Steuerung und selbst die Software, die auf der Steuerung läuft, können wir simulieren. Also das heißt, wir sind so weit, dass wir ein Replika von einem Roboter in der digitalen Welt aufbauen können, der sich genauso verhält wie der reale. So, wenn man das jetzt mal hochskaliert auf eine komplette Fertigung, also nicht nur die Teile, die wir dort fertigen, sondern die komplette Fertigung mit all dem, was dazugehört, mit den Elektroinstallationen, mit den Werkzeugmaschinen und so weiter, inklusive der Teile, die drauf laufen und das permanent zu jeder Zeit und dann auch noch fotorealistisch, dass ich sage, wir zwei könnten uns da irgendwo reinzoomen und sehen eigentlich, wir glauben, wir schauen die Fertigung an über einen Videostream, aber es ist es nicht, es ist digital und das ist real-time, übrigens mit einem Roundtrip der Daten, das heißt, wenn sich unten was ändert, ändert sich das automatisch in dem Industrial Metaverse. Und wenn ich oben im Industrial Metaverse was anstoße, neue Software downloade, dann geht es automatisch nach unten und verändert es und ändert sich dann aber wieder oben. So, da sind wir noch weit hin. Da braucht man richtig viel Rechenleistung. Im Übrigen sage ich meinen Leuten immer, die sagen, das kann ich gar nicht machen, weil da bräuchte ich ja für so eine Fertigung bei Ihnen bräuchte ich ja 1000 GPUs, die ich da installiere. Kann ja keiner leisten oder sich keiner bezahlen. Ich sage nur, watch out, Moore's Law ist nach wie vor aktiv. Das heißt, wenn ich da weiterlaufe, das, was wir heute glauben, was unglaublich teuer und schwierig ist, das wird bald ganz, ganz anders ausschauen. Aber wenn man das hat, dann hat man eigentlich wirklich eine Methode, wie ich eine komplexe Fertigung sozusagen optimieren kann, weiter betreiben kann, sie fernwarten kann, Leute zusammenholen kann, drauf gucken, Probleme lösen. Ich kann sogar in die Zeit zurückgehen und gucken, was ist ein Fehler passiert und dann kann ich sogar die Zeit vorspulen und sagen, wann wird denn der Roboter, den ich da am Feld habe, irgendwie aus den Latschen kippen, weil sich die
Gelenke zum Beispiel, weil die nicht mehr richtig funktionieren. Das kann ich alles tun. Da dauert es noch eine Weile, aber die Bausteine dorthin, die bauen wir jetzt eine nach dem anderen zusammen. Im F80, den wir heute besprochen haben, entstehen welche. Bei euch, bei Schaeffler entstehen welche. Und wenn die alle mal zusammenkommen, wir vielleicht noch ein paar Jahre Moore's Law uns gegönnt haben, dann kommen wir dorthin. Und das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Sache. Vielen Dank. Viele spannende, auch philosophische Anstöße. Ganz witzig fand ich, dass ausgerechnet bei einer Diskussion über KI auch bleibt, dass eine Lehre im Handwerk eine durchaus empfehlenswerte Berufsentscheidung ist. Das macht Mut. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse, ganz herzlichen Dank euch und Ihnen beiden sowieso. Die KI wird uns helfen, bestimmte Routinetätigkeiten sicherlich mit mehr Intelligenz zu machen, als wir es bisher gemacht haben. Und sie wird bestimmte Dinge auch signifikant beschleunigen. Aber es gibt andererseits Felder, die sie, glaube ich, nicht ersetzen kann. Denken Sie mal an Fantasie. Ein Replika von einem Roboter in der digitalen Welt aufbauen können, der sich genauso verhält wie der reale.